In diesem Jahr stand die Frage im Mittelpunkt, wie können wir das Prinzip des Lebendigen im Wirtschaftsumfeld stärken? In Keynotes, Workshops haben wir versucht, die Grundlagen zu erarbeiten, wie wir den nachhaltigen Wandel ermöglichen können. Wo braucht es mehr Bewusstsein? Wir sind nicht menschliche Wesen auf einer spirituellen Reise, sondern wir sind spirituelle Wesen auf einer menschlichen Reise. Wir haben die Möglichkeit und die Geschichte zeigt, wir brauchen nur einen Menschen, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Und von diesem einen Menschen haben wir 8 Milliarden. Also ich bin super optimistisch, da muss doch einer zu finden sein, der das irgendwie hinkriegt. Und vielleicht sind Sie das, weil jeder von Ihnen hat das Potenzial, diese Welt zu verändern, nur wir aktivieren dieses Potenzial nicht. Und dazu möchte ich Sie eigentlich ermuntern. Und dann kommen wir natürlich zu der echten Transformation. Die ist noch mal einen Schritt weiter. Und die kennen Sie auch alle. Und da geht eigentlich die Reise hin. Aber die Reise kriegen wir nur hin, wenn wir auch das Wirtschaftsleben, wenn wir das wirklich auch verändern. Weil nur dann können wir sozusagen das ganze System transformieren. Und dann kommen wir zu Kopernikus. Thomas Rau spricht von einer kopernikanischen Wende, die notwendig ist. Und Katharina Serafimova versucht, den Archimedes-Hebel, um diese in Gang zu setzen, zu beschreiben. Aber was passiert eigentlich mit dem Geld? Das ist ja wie ein Staubsauger. Das ist wie eigentlich das, was erwirtschaftet wird im regionalen im Kontext, wird rausgezogen wie ein Staubsauger. Im Fall von Walmart geht es nach Arkansas. Und ich habe immer gedacht, wenn Herr Stieglitz nicht mit mir sprechen wollte über das Geld, wer könnte es denn dann? Und wie kann es uns gelingen, dieses Phänomen einfach umzudrehen, von oben nach unten oder umzustülpen und ein Geldwesen zu kreieren, das die Ressourcen, die wir lokal haben, erst nimmt und dann eigentlich nur noch dazu da ist, zu zirkulieren, wie das Wasser, sich fein verteilt und im Fluss bleibt, damit jeder bekommt, was er braucht. Das WGA-Forum bietet die Chance, gemeinsam ein Netzwerk aufzubauen, was den nachhaltigen Wandel stärkt. Also die Chance ist ganz klar im Netzwerk. Wenn wir sehen, was für ein Wissen, was für Ideen, was für Inspirationen in all diesen Mitgliedern da ist und wenn das zusammenkommt, dann entsteht einfach noch viel mehr. Und da sehe ich einfach eine Chance, dass wir viele, viele Antworten finden auf viele, viele wichtige Fragen, die nicht nur uns als Mensch oder als uns im Unternehmen beschäftigen, sondern auch die ganze Gesellschaft. Wenn man was unternimmt und unterwegs ist, sucht man immer eigentlich Mitstreiter. Ist ja immer ein Suchen nach dem, wo sind auch Menschen, die eine ähnliche Idee haben, die auch an der Stelle arbeiten oder an einer ähnlichen Stelle arbeiten. Mit wem kann man wirklich assoziieren, wo kann man zusammenkommen, ist eigentlich immer die Suche. Das ist auch immer der Wunsch. Man will ja nicht alleine vor sich hin, dieses schwäbische Wort wursteln, sondern man will ja eigentlich gern gemeinschaftlich was gestalten, weil man da viel mehr Kraft erzeugen kann. Und ich glaube, dass es heute darauf ankommt, dass man eben gesellschaftlich relevant wird in dem, was man tut. Und das kann man gemeinsam besser als alleine. Sprechen Sie uns gerne an. Machen Sie mit. Gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft.